Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist ein bisschen Action im Video angesagt. Gestern waren nämlich meine Eltern vormittags da. Wir haben gemeinsam die traditionelle Pekingsuppe nach Familienrezept gekocht und da habe ich ein bisschen mitgefilmt und das wollte ich euch so gerne mal zeigen. Ja, dazu gibt es eigentlich eine kleine Geschichte. Und zwar meine Eltern kommen ja aus der Gastronomie und die sind damals ja nach Europa ausgewandert und haben eben mit ihren China-Restaurants angefangen. Und bevor sie aber hier ausgewandert sind, ist mein Vater schon alleine nach England geflogen quasi als junger Kerl und hat von seinem Onkel, glaube ich, war es, kochen gelernt. Und sein Onkel war quasi Kochmeister. Und von ihm hat er sehr viele, also eigentlich das ganze Kochen halt gelernt. Also Kochen an sich gelernt, Chinesisch kochen und eben für diesen europäischen Style hier zu kochen. Also von ihm hat er auch gelernt, diese Pekingsuppe zu kochen, weil die darf halt in keinem chinesischen Restaurant fehlen. Und jetzt nach so vielen Jahren, also mein Vater kocht die immer, wenn er da ist für uns, weil wir die so lieben. Und jetzt habe ich gesagt, wie ihr ja wisst und wie ihr ja seht, liebe ich zu kochen und zu backen. Und jetzt habe ich gesagt, hey, ich muss unbedingt lernen, wie das Rezept funktioniert. Und dann kann ich nämlich die Suppe dann auch selbst kochen für meine Eltern, für meine Geschwister, für Familie und Freunde. Deswegen habe ich halt gesagt, komm, Papa, lass uns das machen, bevor ihr wieder wegfliegt. Und genau, gestern war es dann soweit. Und ich habe gut zugeschaut, sehr gut aufgepasst und ich weiß jetzt, wie das funktioniert und da sind so ein paar spezielle Tricks mit dabei und es ist eben ein Familientraditionsrezept und das darf ich euch leider natürlich nicht verraten, aber trotzdem kriegt ihr einen Glimpse, genau, einen kleinen Einblick, genau, wie mein Vater halt kocht. Ja, und ansonsten, ihr Lieben, wie ihr ja auch schon auf Instagram mitbekommen habt, habe ich ja schon angeteasert. Wir haben eine Babysitterin für Leonie. Genau. Und sie ist jetzt verrate ich es euch, aus Argentinien. Genau. Spanisch sprechend, Spanish speaking. Und genau, Solana, 25 Jahre jung. Und genau, sie ist jetzt quasi unser neues Familienmitglied. Also sie ist quasi eine Art Au-pair, aber nicht offiziell, sondern sie ist über Work und Travel hier nach Deutschland schon gekommen und sie ist von einer meiner besten Freundinnen die Cousine und das war halt total krass, Leute, wie das zustande gekommen ist, weil Daddy Cool und ich, ihr wisst ja, wie unsere Kita-Situation hier ist und Leonie angebunden mit I-Fachkraft und so, ne? Und da ist es halt oft so, dass wir Leonie früher abholen müssen, dass wir sie freitags ja gar nicht bringen können. Und genau, das ist halt echt mega frustrierend für uns als Eltern, für Leonie, weil wir sehen ja, wie gut ihr Kindergarten tut, wie gut ihr die Kita tut, die Kinder dort. Es ist einfach für sie das Beste an Förderung, was ihr passieren kann. Und zu Beginn, sage ich mal, haben uns auch schon viele Therapeuten, Ärzte und auch Bekannte gesagt, die auch mit dem Thema Down-Syndrom schon in Berührung kamen, haben uns gesagt, halt für diese Down-Syndrom-Kinder sind eben Geschwister am besten. Also das ist die beste Förderung. Nun gut, aber Leonie ist halt die Älteste und sie hat halt noch keine Geschwister. Und wir sind jetzt halt auch noch nicht bereit, einfach nachzulegen. Oder für uns persönlich einfach wollen wir, dass Leonie gut erstmal sprechen kann, dass sie viel Aufmerksamkeit kriegt, was sie auch braucht. Und darauf wollen wir uns halt fokussieren und genau ihr auch da die Möglichkeit geben, weil
ich kriege ja mit, wie es ist, mit 2 Kindern und unter Umständen dann noch mit 2 Kleinkindern und dann noch ein, sage ich mal, beeinträchtigtes Kind dann als Geschwisterchen und mit all den Förderungen und alles, was dazu gehört, Ärztebesuche und, ja, sind wir einfach noch nicht bereit dafür. Aber das muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Genau, jeder ist da natürlich auch anders, aber für uns stimmt es einfach jetzt so, dass Leonie erstmal ein Einzelkind ist und auch erstmal bleibt. Genau, aber trotzdem haben wir halt keine Geschwisterchen für sie. Und deswegen haben wir halt gedacht, um da einfach auch Entlastung für uns eben zu schaffen, wäre vielleicht cool sowas wie eine Au-pair oder halt eine Au-pair, ne? Und genau, dann haben wir uns auch angemeldet über so ein Portal, ne? Und unser Wunsch oder unsere Vorstellung wäre so cool gewesen, eine Au-pair, sag ich mal, aus Spanien oder Italien, genau, wo halt hier so in Europa ist, wo nicht so weit weg ist von Deutschland und wo es, sag ich jetzt mal, nicht so kompliziert ist, wegen Visum beantragen und sie halt hierher zu bekommen, ne, sag ich mal so. Ansonsten sind wir kulturell sowieso generell offen, ne? Genau, so war das dann so unsere Vorstellung. Und aber auf diesen ganzen Portalen war das irgendwie alles ein bisschen komplizierter und so von so weit weg und alles, ne? Und dann habe ich meine Freundin gefragt, die jetzt in Argentinien ist. Und habe sie gefragt, ob sie vielleicht jemanden kennt aus Argentinien, weil wenn dann jemand dort ist, den wir kennen, die dann vielleicht das Mädchen dann auch kennt und dann mit uns das alles eben bewältigen kann, diesen ganzen Papierkram, haben wir uns das halt einfacher vorgestellt, ja? Und dann habe ich sie gefragt, ob sie vielleicht jemanden kennt, der hier gerne nach Deutschland kommen möchte als Au-pair, ne? Dann hat sie gesagt, hey Kiwi, Moment mal, meine Cousine, die Solana, ist über Work and Travel in Deutschland. Seit vergangenen Dezember, also Dezember 2022, ist sie in Deutschland und die würde sich bestimmt mega freuen, also auf Leonie aufzupassen. Ja, so. Und sie hat dann das Ganze in die Wege geleitet und dann sind wir auch zu den Eltern von meiner Freundin gefahren und dann haben wir Solana kennengelernt und es war zwischen Leonie und Solana Love at first sight, sag ich euch. Wirklich, die haben sich direkt gut verstanden. Solana ist ja gekommen über Work and Travel und sie möchte gerne hier in Deutschland eben Fuß fassen, sowohl in der Sprache als auch dass sie eine feste Arbeitsstelle findet, weil sie könnte sich halt auch gut vorstellen, dadurch, dass sie hier halt auch Familie hat, längerfristig hier in Deutschland zu bleiben, über Aufenthaltstitel oder andere Möglichkeiten. So, und jetzt ist es eben so weit gekommen, dass sie quasi eine Art Au-pair ist für uns, ja, und uns unterstützen wird. Also an erster Stelle steht Leonie, ja. Da soll sie uns einfach Entlastung geben. Genau, also an so Zeiten dann eben, wo Leonie nicht in die Kita darf oder genau an Nachmittagen, dann auch manchmal eben an Wochenenden, so je nachdem. Wir werden sie dann auch unterstützen eben mit Sprachkursen, dass sie da die Sprachkurse besuchen kann und dann Deutsch lernt und dann mit uns quasi im Alltag dann auch Deutsch lernt. So ist es eben geplant. Und also unser Wunsch wäre, das wäre so idealer Case, Dream Case, wäre, dass wir sie sprachlich so gut hinkriegen und sie dann auch nochmal so eine Zusatzausbildung machen lassen als Integrationsfachkraft. Da habe ich auch schon mit der entsprechenden Stelle gesprochen und die sind super offen dafür, finden das eine tolle Idee. Vor allem haben die ja so einen Fachkräftemangel, dass sie quasi über jede Unterstützung gut ist. Aber da ist halt die Voraussetzung, dass Deutsch gesprochen wird und da wäre es halt mega, dass sie das schnell lernt, Deutsch lernt und dann, dass wir sie dann auch einsetzen können, eventuell für Leonie als I-Fachkraft. Das wäre halt super und ich meine, wenn es jetzt dann auch nicht Leonie wäre, die sie begleitet, könnte sie ja auch vielleicht ein anderes beeinträchtigtes Kind begleiten. Das wäre halt auch super. Sagst du Hallo? Hello,
Lila. Gib. Okay, Lila. hier kannst du reingehen. Hier ist die Kamera. Lila. Genau, und jetzt ist sie circa eine Woche schon bei uns und es klappt wirklich richtig gut. Sie spricht nur Spanisch und kaum Englisch, aber Gott sei Dank haben wir Google Translate und da funktioniert es dann auch ganz gut oder ich mache dann einfach so, als wenn ich Spanisch reden könnte und spreche die Wörter so, wie sie mir einfallen und meistens irgendwie versteht sie mich oder die Wörter hören sich dann sehr ähnlich an. Genau, genau, aber so ein paar Sachen habe ich schon gelernt. Genau, also Hola Standard, das können wir ja, ne? Como está auch. Aber was habe ich denn noch gelernt? Muy rica, sehr lecker. Trabajo, arbeiten. Mañana, morgen. Ja, jetzt, wenn man sie braucht, dann fehlen natürlich die Wörter. Aber es wird. Nee, ist dann auch cool für uns, dass wir ein bisschen Spanisch lernen und andere Kulturen und das ist ja sowieso immer gut, ne? Das war's schon, ihr Lieben. Das wollte ich jetzt alles loswerden. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ich freue mich natürlich immer wieder, wenn ihr einschaltet und freue mich natürlich auch, falls ihr es noch nicht getan habt oder für alle, die hier neu dazu stoßen. Ihr dürft gerne auf Abonnieren klicken. Dann kriegt ihr nämlich immer die Meldung, wenn ein neues Video online geht und ihr seht ja, wie verrückt und wie crazy es hier auf dem Kanal zugeht. Genau, und für mich ist es einfach wichtig, dass ich hier positive Energie hier raussende an euch, ob durch zeigen, wie wir leben, wie ich spreche, wie ich ticke, wie ich koche, wie ich backe, everything. Ja, also, dann bis ganz bald, bis zum nächsten Video und wieder einschalten, ihr Lieben. Ding, 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 ding. Ciao.